Ich sitze hier auch mit Dr. Eckhard Voss. Schönen guten Tag. Mein Name ist Danny Michalski und heute lernen wir die Haut besser kennen. Gemeinsam machen wir wissenschaftliche Themen verständlich. Deswegen sind Sie hier. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam hier die Zeit verbringen. So, wir steigen am besten schon direkt ein, Dr. Voss. Es geht ja heute um diese, sag ich mal, Bösewichte, die Emulgatoren. Werden die und warum werden die in allen Cremes praktisch immer verwendet? Emulgatoren sind nicht unbedingt Bösewichte, die sind ja auch ganz natürlich, die Kuhmilch zum Beispiel. Die Kuh produziert Fett und Wasser und einen Emulgator, der das beides zusammenhält, der das Fett wasserlöslich macht. Wie heißt denn der bei der Kuh? Casein. Casein, das kennt man, ja. Und das kommt als Emulsion, als weiße, schöne Emulsion raus. Und genauso ist es in der Kosmetik. Die schönen weißen Cremes werden mit Hilfe eines Emulgators hergestellt. Das Öl und das Wasser wird in einer Anlage vermischt und dann gibt es eine schöne, weiße, stabile Creme. Denn sonst hätten Sie ja oben das Öl und unten das Wasser. Das wollen wir ja nicht. Es ist praktisch ein Bindemittel in dem Sinne. So will, ja. Ne? Ein Bindemittel in dem Sinne, kann das denn der Haut schädlich sein und warum? Primär sind diese Bindemittel natürlich vollkommen unschädlich, denn die Kosmetikverordnung, die uns ja alle hier umfasst, die stellt ja sicher, dass wir nichts auf die Haut tun, was der Haut schadet, primär. Ja. Sekundär schaden die der Haut aber schon nicht als Chemikal, sondern dadurch, dass sie die Haut langfristig austrocknen. Denn die Emulgatoren haben ja diese Eigenschaft, dass sie Fett und Öl, wasserlöslich machen. Ja. Und dadurch trocknen die Haut beim Waschen aus. Und das ist genau der Grund, warum ich nämlich so glücklich mit Ihrer Kosmetik bin, weil das war das erste Mal, dass ich nach jahrelangem Leiden von Hauttrockenheit diese nicht mehr hatte. Und das ist der Punkt, Sie verwenden keine Emulgatoren. Nein, wir verwenden keine Emulgatoren, genau aus dem Grund, weil sie der Hautlipidbarriere schaden und dafür sorgen, dass der Haut austrocknet beim Waschen. Das ist natürlich nicht ganz ohne Aufwand, denn ein Emulgator, eine Creme mit Hilfe eines Emulgators stabil zu machen, ist überhaupt keine Kunst. Aber ohne Emulgator eine Creme stabil zu machen, ist sehr aufwendig. Schwierig. Und wir haben uns das trotzdem angetan, eben aus dem Grund, um was Gutes für die Haut zu tun. Das heißt, bei mir war die Hautbarriere defekt, weil ich sie durch die Emulgatoren trocken gewaschen habe. Die Emulgatoren haben die Feuchtigkeit beim Waschen rausgezogen. Indirekt, genau. Man muss sich die Emulgatoren so vorstellen wie das Spülmittel in der Bratpfanne, um das Öl wasserlöslich zu machen. So funktionieren die Emulgatoren dann auf der Haut auch. Die waschen praktisch mit dem Waschwasser das Fett, was in der Haut ist, aus. Ja. Und die Lipidbarriere wird sozusagen löchrig. Das weiß ich, wie sich das anfühlt. Das ist nicht sehr schön. Das heißt aber auch, also dieser Stabilisator, dieser Emulgator kann aber auch unkontrolliert andere Substanzen in die Tiefe schleppen. Ist das auch richtig? Ja, das auch. Also das ist das, was man eigentlich auch nicht will. Man möchte ja nicht, dass ein Lichtschutzfilter zum Beispiel in der Tiefe der Haut landet. Konservierungsmittel, die möchte man eigentlich auf der Haut gar nicht haben, schon gar nicht in der Tiefe. Und das sind so unkontrollierte Nebenreaktionen, die der Emulgator dann auch noch auslöst. Oh, auch nicht gut. Das heißt also generell würde man bei Hautpflege, die direkt auf der Haut liegt, ohne Emulgatoren viel besser fahren. Deshalb ist das ja auch so Ihr Konzept. Das ist unser Konzept und unser Aufwand, den wir treiben. Und es ist wirklich sehr aufwendig. Ja. Man möchte ja eine stabile Creme haben. Ja. Sie möchten ja nicht nach einem halben Jahr den Tiegel aufmachen und oben schwimmt das Öl und darunter das Wasser. Ja, das kenne ich bei Lebensmitteln häufig. Wenn die länger stehen, dann hat man oben so die Fettschicht unten, ne? Dann teilt sich das genauso. Ich finde ja gerade auch das System bei Ihnen so fantastisch, also man sagt ja Hydrophile, also erst die Hyalurone, Hydrophil, die man aufträgt, antrocknen lässt und da ist nämlich gerade bei den Serien, ne? Schön antrocknen lassen. Das heißt, eigentlich wären die jetzt für die große Masse der Kosmetikbranche, wären die ohne Emulgatoren ja nicht stimmig in der Konzeption, also in der Haptik sozusagen, ne? Vom Verkaufseffekt sozusagen. Und dadurch haben Sie ja die zweite Schicht,
ne, die dann oben drauf kommt mit den Lias, mit den Lichtschutzfaktoren. Das ist so ein stimmiges Konzept für mich. Also deswegen applaudiere ich jedes Mal. Das ist so toll. Aber es versteht nicht jeder. Nee, das ist richtig. Also diese Dual Lift nennen wir das ja, diese Art von Kosmetik, dass wir die beiden Hautschichten getrennt mit Produkten versorgen, das haben wir uns extra deswegen ausgedacht, weil es eben für die Haut sehr gut ist. Ja. Jetzt nochmal zu den Emulgatoren. Wie erkenne ich denn so einen Emulgator auf einer Inhaltsliste? Das ist schwierig für den Verbraucher, das zu erkennen. So einige Emulgatoren, die zeichnen sich durch eine Endung auf der INCI aus, ETH, Stearet und so weiter. Aber sicher festzustellen, ob in einer Creme Emulgatoren drin sind oder nicht, das kann nur der Fachmann. Das heißt? Sie können das aber googeln. Sie können den verdächtigen Stoff im Google eingeben und dann sagt er Ihnen, ob das ein Emulgator ist oder nicht. Das heißt jetzt, weil Sie haben ja jahrelang im Labor geforscht, recherchiert, Sie sehen das dann praktisch nur unter dem Mikroskop. Und weil Sie sehe das an der INCI sofort. Ja gut, Sie kennen die INCIs, klar. Und wenn ich das nicht sehe, unter dem Mikroskop kann man auch einiges sehen. Da sieht man zumindest, ob das eine schöne, stabile kleine Creme ist. Nicht? Aber wie die stabil gemacht wurde, ob mit Emulgator oder ohne, das sieht man unter dem Mikroskop nicht. Ja, und welche sind dann zum Beispiel Emulgatoren, die jetzt nicht so schlimm sind in der Creme? Das interessiert mich jetzt persönlich mal. Also die schlimmen wären jetzt eine ETH-Endung oder PEG, das wäre Chemie. Es gibt so viele Emulgatoren. Also zum Beispiel ein natürlicher Emulgator ist das Lecithin. Ja. Den kann man auch durchaus mal verwenden, weil der eben eine ganz natürliche Grundstruktur hat. Das sind solche Kügelchen, glaube ich, die erwärmt man und dann wird das, glaube ich, gemischt, ne? Also dann kann man das mischen. Das ist das Prinzip überhaupt, dass man man sagt Ölphase und eine Wasserphase hat. Da kommt der Emulgator rein und dann wird das mit ganz viel Energie, einen ganz starken Rührer gemischt. In der Küche haben Sie Ihren Quirl, Ihren Mixer. Ja. Und im Labor oder im Betrieb hat man eben viel stärkere Anlagen. Und die sorgen dann dafür, dass diese beiden Phasen Öl und Wasser mit Hilfe des Emulgators möglichst dauerhaft in eine weiße Creme oder Milch gebracht werden. Und würde ich jetzt in diese Creme oder Milch mein Hyaluron noch mit reinbringen, könnte das ja gar nicht in die Haut eindringen. Ist das richtig? Weil das ja in diesem gebunden ist. Ja, das kann man schon machen, das geht auch, aber das ist dann wieder, da haben wir wieder das Problem, dass viele Sachen dahin gehen, wo sie nicht hin sollen. Mitgehen sozusagen. Wir wollen das gerne gezielt kontrolliert applizieren, dass wir die Creme für die obere Hautschicht und das Hyalurongel für die untere Hautschicht. Okay. Das heißt, so ein Emulgator ist eigentlich hauptsächlich gut für die Creme, damit die Creme gut aussieht, oder? Stabilität in der Creme. Ja, damit die Creme stabil ist, nicht? Damit es überhaupt eine Creme ist. Ja. Denn sonst würde das ja, wie gesagt, 2 Schichten übereinander sein. Öl oben, Wasser unten. Das kann man schlecht verkaufen. Da wir aber wollen, dass unsere Haut gut aussieht und nicht die Creme im Töpfchen, wir wollen ja, dass wir gut aussehen. Wie schaffen Sie das ohne Emulgatoren? Ja, ich sagte ja schon, da müssen wir ziemliche Tricks anwenden. Erstmal ganz viel Energie. Wir müssen diese kleinen Öltröpfchen so fein machen, dass die Chance, sich wieder zu treffen und oben als Schicht aufzurahmen, dass die Chance ganz gering ist. Und dann haben wir noch so kleine Zusätze, die diese Öltröpfchen sozusagen wie in Käfige einsperren, sodass sie sich nicht so bewegen, aufeinander zubewegen können. Das ist eine Wissenschaft für sich und da haben wir auch lange zu gebraucht, um das gut hinzukriegen. Ja, ich spreche jetzt auch schon aus langjähriger Erfahrung. Ich glaube, ich bin zu Ihren Produkten um 2015 gestoßen und ich benutze ausschließlich Dr. E. Voss jetzt und ich fahre so gut damit und kriege auch viele Komplimente für meine Haut, muss ich gestehen. Gerne. Also dann vielen Dank. Ich wollte noch abschließend einmal den Namen jetzt auch hier erwähnen. Professor Wohlrab aus Magdeburg, der hat den Unterschied sichtbar gemacht. Das war auch mit dem haben wir mal viel zusammengearbeitet. Der hat auch diese mit Hilfe eines gut sichtbaren Fluoreszenzfarbstoffs hat er gezeigt, was bei einer Emulsion passiert und was bei unseren Produkten passiert, dass eben unsere Cremes wie ein Strich oben in der Epidermis verbleiben und dass die Emulsionen eben wie ein Schwamm tief runtergehen in tiefere Schichten. Und das ist genau der Knackpunkt. Hier geht das Richtige tief in die Haut und das, was die Haut schützen soll, der Lichtschutzfaktor, der bleibt oben und soll auch genau da bleiben.
Vielen Dank, Dr. Gerne. Eckhard Post. Vielen Dank.